Hallo ihr Lieben! Heute zeige ich euch das Rezept für diese mega fluffigen Zimtschnecken. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich sie zubereite, bleibt dran. Wir starten gleich mit den Zutaten und der Zubereitung. 80 Gramm Zucker, ungefähr 600 Gramm gesiebtes Mehl, 80 Gramm geschmolzene lauwarme Butter, 2 Eier Größe M, 250 ml lauwarme Milch, 1 Teelöffel Salz, ein halber Würfel frische Hefe oder eine Packung trockene Hefe. Das hier sind die Zutaten für den Teig. 100 Gramm weiche Butter, 150 Gramm brauner Zucker, 3 Teelöffel Zimt. Und dies sind die Zutaten der Füllung. Meine kalte Rührschüssel habe ich heiß ausgewaschen und gebe dann Milch, Zucker und Hefe hinzu. Dies vermische ich ca. 2 Minuten lang und lasse es dann abgedeckt für 10 Minuten ruhen. Nun gebe ich die Eier, Salz und die Butter dazu und vermische es erneut. Alle Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun starte ich meine Teigmaschine und gebe das Mehl nach und nach auf niedrigster Stufe hinein. Denn so kann ich den Teig besser kontrollieren und eventuell etwas mehr oder weniger Mehl hinzugeben. Der Teig sollte glatt und weich sein und nicht an den Fingern kleben. Dann gebe ich ihn in eine bemehlte Schüssel und lasse ihn abgedeckt an einem warmen Ort eine Stunde ruhen. Den Zimt vermische ich mit dem braunen Zucker. So sieht der Teig nun aus und ich knete ihn dann kurz und forme ihn dann zu einer Rolle. Ich verwende immer so viel Mehl, damit mir der Teig nirgends kleben bleibt. Nun rolle ich ihn zu einem Quadrat mit den ungefähren Maßen 40 x 50 cm aus und bestreiche ihn dann mit der Butter. Wenn euch mein Video gefällt, könnt ihr mich mit einem kostenlosen Abonnement unterstützen. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Jetzt verteile ich flächendeckend den Zimtzucker darüber. Spontan habe ich mich noch für gehackte Mandeln entschieden. Ihr könnt die auch weglassen oder Haselnüsse, Rosinen oder sogar Apfelwürfel verwenden. Ich starte an der längeren Seite und rolle den Teig so fest wie ich kann ein. Zum Zerteilen der Schnecken nehme ich ein großes scharfes Messer und schneide erstmal das Ende weg. Dann markiere ich die Rolle im Abstand von 2 Fingern. Wer mag, kann das freihand wie ich machen oder auch ein Lineal zur Hilfe nehmen. Mit einem Teil der übrig gebliebenen Butter habe ich meine Backform ausgepinselt. Ich platziere die Schnecken immer mit etwas Abstand zueinander. Nun decke ich die Zimtschnecken mit Frischhaltefolie ab und lasse sie 30 Minuten ruhen. Sie sind schön aufgegangen und ich streiche sie mit der restlichen Butter ein. Und nun verteile ich den restlichen Zimtzucker auf den Schnecken. Ich backe im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten oder bis die Schnecken goldbraun geworden sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.